Streichglasuren sind oft teuer und das Auftragen dauert ewig. Doch auch beim Anrühren von Pulverglasuren kann man viel falsch machen. Nicht aber mit unseren Tipps, denn in diesem Video zeigen wir dir, wie du es richtig machst. Safety first. Glasurstaub ist nicht gesund, also tragt auf jeden Fall eine Maske. Ein Glasursieb, einen Gummischaber, eine Waage, Heft und Stift für Notizen, Messbecher, Rührwerkzeug und Stabmixer, Testkacheln oder Testbecher, Behälter zum Anrühren. Die Profis unter euch können auch folgende Dinge verwenden: einen Messzylinder, ein Areometer oder Messspindel, einen Viskositätsbecher. Auf der Verpackung des Herstellers findet ihr oft Angaben wie 1 Kilogramm Glasurpulver auf 1 Liter Wasser. Das sind nur grobe Annäherungswerte, denn es gibt viele Faktoren, die das Ganze beeinflussen, wie die Brennkurve, die Dichte eures Tons, wie die Glasur aufgetragen wurde. Ihr solltet immer viel testen, um die Ergebnisse zu erhalten, die ihr wollt. Am besten schreibt ihr das alles dann auch in ein Heft, so könnt ihr auf eure Notizen immer wieder zugreifen und genau nachvollziehen, wie ihr zu einem gewünschten Ergebnis gekommen seid. Wir starten, indem wir pro Kilogramm Glasurpulver ca. 800 Milliliter Wasser in den Behälter gießen, den wir zum Anrühren verwenden. Das Glasurpulver langsam in das Wasser streuen und nicht einfach reinschütten. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel staubt. Lasst das Glasurpulver ein wenig einsumpfen und rührt dann gut um. Die besten Ergebnisse erzielt ihr mit einem Stabmixer. Gießt eure Glasur 2- bis 3-mal durch ein Glasursieb. Nun messen wir das spezifische Gewicht unserer Glasur, damit wir auch wissen, ob wir genug Wasser verwendet haben. Ein guter Startwert ist 145 Gramm pro 100 Milliliter Flüssigkeit. Das spezifische Gewicht gibt uns in Verbindung mit der Viskosität, die wir uns im Anschluss noch anschauen werden, Hinweise auf wiederholbare Ergebnisse. Wie ihr sehen könnt, ist das Gewicht unserer Glasur noch ein bisschen zu hoch. Wir gießen es zurück, geben noch etwas Wasser dazu und kontrollieren das Ganze nochmal. Ihr wiederholt das einfach so lange, bis ihr 145 Gramm erreicht. Solltet ihr aus Versehen ein bisschen zu viel Wasser genommen haben, ist das auch kein Problem. Wartet einfach ungefähr eine halbe Stunde, dann könnt ihr das Wasser oben von der Glasur wieder abschöpfen. Noch leichter wird es mit so einem Areometer. Ihr findet das in jedem guten Keramikbedarfshandel. Dafür gießt ihr einfach ein bisschen Glasur in so einen Messzylinder. Steckt die Messspindel hinein. Und lest einfach den Wert von der Skala ab. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Viskosität. Um die Viskosität zu prüfen, rühren wir die Glasur ein paar Mal um und beobachten, wie sie sich dreht. 2 bis 3 Umdrehungen sind ein guter Startpunkt. Für alle, die es ganz genau wissen wollen, gibt es solche Viskositätsbecher. Damit könnt ihr relativ genau bestimmen, wie viskos eure Glasur wirklich ist. Diese Becher haben ganz unten ein kleines Loch, wo die Glasur dann rausfließt. Ihr braucht zusätzlich noch eine Stoppuhr, die ihr wahrscheinlich alle auf dem Handy habt. Um die Viskosität zu testen, stellt ihr den Becher in die Glasur, zieht ihn raus und startet die Stoppuhr genau in dem Moment, wenn er anfängt zu laufen. Nun wartet ihr, bis er aufhört zu laufen, und sobald ihr keinen Strahl mehr seht, stoppt ihr die Uhr wieder. Nun weiß ich, es dauert bei mir ca. 8 Sekunden, bis die Glasur durchgelaufen ist. Das ist kein Wert, der mir schon eine Aussage gibt, sondern ich muss mir einfach von Glasur zu Glasur merken, was der Wert ist, den ich brauche. Den Wert schreibe ich mir auf, und wenn ich mit dem Ergebnis nach dem Brand zufrieden bin, weiß ich, wie ich das wiederholen kann. Jetzt geht es ans Testen, und zum Testen brauche ich solche Testkacheln. Die Kacheln kann ich mir auf der Scheibe drehen, die kann ich mit einer Plattentechnik machen, ich kann sie durch die Presse drücken, ganz egal. Ich brauche einfach am besten stehende Kacheln, die ich zum Testen verwenden kann. Ich persönlich nehme immer gerne 2 Kacheln für jede Glasur. Das erste Mal dippe ich einmal, das zweite Mal dippe ich auf 3 Ebenen. Einmal ganz rein, das zweite Mal nur die Hälfte, das dritte Mal nur ein Drittel. So kann ich die Stärke der verschiedenen Glasurschichten ablesen, kann was über das Fließverhalten erfahren und über die Glasurdicke. Es ist natürlich ganz optimal, wenn ihr eure Kacheln auch noch beschriftet, und zwar mit so einem Unterglasurstift. Kriegt ihr in jedem Keramikbedarfshandel. Schreibt die Glasur drauf, wie oft ihr gedippt habt, Datum vielleicht, was ihr möchtet. Nur, dass ihr hinten noch wisst,
was habt ihr überhaupt getestet und welche Kachel ist welche. Bevor ihr die Kacheln reindippt, ist es wichtig, dass ihr die Glasur nochmal gut aufrührt. Jede Kachel solltet ihr so zwischen 3 und 5 Sekunden eintauchen, je nachdem, wie dick eure Glasurschicht sein sollte. Merkt euch aber den Wert. 3 Sekunden geben oft ein anderes Ergebnis wie 5 Sekunden. Den ersten Kachel dippe ich ganz für 3 Sekunden. Den zweiten Testkachel dippe ich beim ersten Mal tief ein für 3 Sekunden. Sobald die Glasur halbwegs trocken ist, mache ich den zweiten Dip, diesmal nur bis zur Hälfte. Auch hier warte ich wieder, bis die zweite Schicht trocken ist, was in dem Fall natürlich etwas länger dauert. Dann dippe ich nochmal, diesmal nur ein Drittel. Hier könnt ihr nun deutlich die 3 Schichten sehen, die ich aufgetragen habe. Diese helfen mir dabei zu verstehen, wie sich die Glasur im Ofen verhält. Welche Rolle spielt die Glasurdicke? Rinnt die Glasur stark oder steht sie sehr gut? Das hilft mir dann später zu entscheiden, wie ich meine Glasur tatsächlich einstelle. Und dann kommen die Glasuren natürlich in den Ofen. In meinem Fall schauen sie danach so aus. Diese Testkacheln helfen mir zu verstehen, ob die Glasurdicke gepasst hat, ob der Auftrag in Ordnung war. Ich kann ablesen, ob ich die Glasur vielleicht etwas dicker halten muss, also weniger Wasser hineintue beim nächsten Mal, oder ob die Glasurdicke passt. Vielleicht möchte ich es auch etwas dünner haben. Das alles kann ich so ein bisschen an diesen Testkacheln ablesen. Und mit der Zeit, je öfter ich solche Glasuren anmische und verwende, habe ich dann schon ein ganz gutes Gefühl dafür. Kleiner Profi-Tipp unsererseits: Fotografiert sowohl die getauchten Stücke als auch die fertigen Teststücke. Legt das Ganze zu euren Notizen, euer Zukunfts-Ich wird es euch danken. Wie immer gilt, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert oder uns einen Daumen hoch da lasst. Wir sehen uns. Bis bald.